wir fahren schneller. Wir brennen heller. Unsere Augen leuchten greller. Unsere Augen groß wie Teller. Deutschland, spiegelglatt. Deutschland, spiegelglatt. Björn Landolf, 1972 im westfälischen Lünen geboren und in dem rheinland-pfälzischen Dorf Anhausen aufgewachsen, war von klein auf prädestiniert für eine Karriere als deutscher Rechtsextremist. Björn, das skandinavische Wort für Bär oder Brauner, war blond, blauäugig, eine Sportskanone von hohem Wuchs. Der Vater ein nationalkonservativer Antisemit und die Großeltern Vertriebene. Abends lag ich in den Ferien oft zwischen meinem Großvater und meiner Großmutter im Ehebett und sie erzählten mir Geschichten aus ihrer alten Heimat Ostpreußen. In Björns kindlicher Vorstellung verschmolz Ostpreußen mit Astrid Lindgrens schwedischem Dreihäuserdorf Bullerbü. Björn studierte zunächst Jura, brach aber ab und wurde wie sein Vater Lehrer für Sport und Geschichte. Seine politische Heimat suchte Björn zunächst in der Jungen Union, dann im NPD-Umfeld. In der von Thorsten Bolte herausgegebenen Zeitschrift Volk in Bewegung schrieb 2011 ein offensichtlich mit Björn identischer Landolf, nicht die Deutschen hätten die beiden Weltkriege begonnen, sondern in Wahrheit seien sie aus Neid angegriffen worden. Ursächlich für 2 Weltkriege war letztlich ihr Fleiß, ihre Formliebe und ihr Ideenreichtum. Das europäische Kraftzentrum entwickelte sich so kräftig, dass die etablierten Machtzentren sich gezwungen sahen, 2 ökonomische Präventivkriege gegen das Deutsche Reich zu führen. Ihr persönliches kleines Bullerbü fanden Björn, seine Frau und ihre 4 Kinder im Eichsfelder 300-Seelendorf Bornhagen. 6 Kilometer von Fretterode entfernt, dem Wohnort Thorstens, der auch beim Umzug in das 500 Jahre alte Pfarrhaus half. Bornhagen lag idyllisch an einem Hang, wurde von einer der größten Burgruinen Mitteldeutschlands überragt und der mittelalterliche Klausenhof bot herausragende zeitgemäß veredelte Thüringer Küche. 2013 gründete Björn die AfD Thüringen mit, wurde deren Spitzenkandidat und per Direktmandat in den Landtag gewählt. Der von ihm mitbegründete rechtsradikale Flügel trug dafür Sorge, dass die AfD sich als fundamental oppositionelle Bewegungspartei positionierte, die sicherstellte, dass das deutsche Volk auch in Zukunft noch in einer intakten Solidargemeinschaft zusammenleben darf. Mit anderen Worten, in einem ethnisch, ethisch und ästhetisch homogenen, gigantischen Bullerbü. Wenn der AfD das als letzte evolutionäre Chance für unser geliebtes Vaterland nicht gelingen sollte, bliebe nur noch die Revolution. Und wenn auch die nicht kam, was dann? Björn hatte sich als Lehrer lediglich beurlauben lassen, doch musste er befürchten, dass bei seiner Rückkehr sein Beamtenverhältnis wegen seiner publik gewordenen rechtsextremen Vergangenheit beendet würde. Deshalb hatte Björn den Plan gefasst, als sein zukünftiges Geschäftsfeld ein ihm durch und durch eigenes Bullerbü entstehen zu lassen. Ein Bullerbü als Themenpark würde, da machte er sich nichts vor, zu wenig Attraktionen bieten. Ergiebiger war es, die Bullerbü-Idylle der zunehmenden Zahl von Demenzkranken zu offerieren. Das, was bis dahin als Demenzdorf firmierte, war in der Regel ein schnödes Neubau-Rund im Aldi-Stil, das sich als Wall um einen mit Verbundsteinpflaster bedeckten Innenhof schloss. Björns Bullerbos für Demenzkranke bestand dagegen aus ein paar ordentlichen, frei zwischen alten Eichen stehenden Fachwerkhäusern, umgeben von einer heilen, überschaubaren Szenerie aus Wäldern, Feldern und Seen. Dank dem Klimawandel war hier, ganz wie in Lindgrens Schilderungen, bis kurz um Weihnachten eigentlich immer Sommer. Wichtiger als solche Äußerlichkeiten aber war, wie man hier lebte, nämlich bestimmt von teils besinnlichen, teils fröhlichen, einfachen Tätigkeiten, die dank der Vergesslichkeit der Bewohner jeden Tag von Neuem dieselbe Freude auslösten. Wir bekommen eine Katze, wir feiern Geburtstag, wir werden eingeschult, wir schlafen auf dem Heuboden, wir verkleiden uns, wir suchen Eier, wir machen Käse, wir backen Brötchen für die Puppen.
Die weißen Haare der Bullabo-Bewohner wurden knallblond gefärbt, um sie weiterhin sichtbar zu markieren. Bornhagen lag im äußersten Westen Deutsch Südosts, mit dem Björn zwar ideologisch nicht harmonierte, das aber seine Idyllen effektiv vor Überfremdung schützen konnte. Da Deutsch Südost auch den Zuzug nicht mehr fortpflanzungsfähiger Frauen erlaubte, standen Björns Bullabos nicht nur deutschen Männern offen. Alle Alten nordeuropäischer Abstammung waren willkommen, insbesondere natürlich Schweden.